Hi und herzlich willkommen zurück hier bei Vampyr. Und ja, ich weiß doch, ich sagte, wir wollten mit Dr. Swansea reden. Also vielleicht kommt das jetzt auch raus automatisch, aber ich habe mich jetzt mal schlau gemacht. Und ich bin anscheinend nicht der Einzige, der sich ein bisschen dumm angestellt hat, aber kann auch gut sein, dass ich einfach was übersehen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich was gegen Erkältung hatte. Hatte ich was gegen Erkältung? Warte. Inhaltsstoffe. Hatte ich was gegen Erkältung? Erschöpfung, Blutarmut, Bronchitis, Erkältung. Jo. Können wir gleich mal ausprobieren, ob das funktioniert. Tagchen. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reid. Größe. Okay, jetzt steht da medizinische Untersuchung. Und dann Behandlung gegen Dings. Und da sollte eigentlich R1 jetzt irgendwie stehen. Wenn ich einfach so R1 drücke. Do you need medical help yourself, Nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reid. Und jetzt steht Medizin geben da. Es steht halt nicht von wegen R1 drücken oder so. Das ist halt das, was... Wenn ich hier in Details reingehe, da steht nichts von R1. Also, weil das einer in dem Thread, den ich da gelesen hatte, auch geschrieben hatte, es ist eigentlich alles klar erkennbar. Nee, ist es für mich nicht. Aber gut, wir geben hier mal die Medizin. Not under my watch, Nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reid. Okay, hier geht's jetzt besser. Habe ich jetzt eigentlich noch andere Möglichkeiten bei ihr? Krankenhaus verlassen, das hatten wir ja schon. Okay. Goodbye, Nurse Hawkins. So, und wir haben wenigstens ein bisschen EP dazu gekriegt, wenn wir die Leute heilen. Das wollte ich ja machen. Er hat Erschöpfung. Haben wir, glaube ich, auch was. Ich meine, wenn wir schon mal dabei sind. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reid. Ja, wir wollen ja ein guter sein. Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead. Ja, wir wollen das wissen. Smiling inside, Dr. Reid. Ja, okay. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Ja, aber eben soll es trotzdem ein bisschen besser gehen. Ich verstehe halt trotzdem nicht, warum man da nicht... Ist gesund, ist gesund. Warum da nicht gleich da steht von wegen, ey... Okay, sie erholt sich. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch was gegen Erschöpfung habe. Er ist ja eh neu. Ja, ihm könnten wir eigentlich noch... Also ich hoffe, das funktioniert. Weil ich weiß jetzt nicht, ob ich davon noch genug hatte. Ich glaube, Erschöpfung hatte ich 3 hergestellt. Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reid. We do not see you in surgery very often. Okay. Thank you for your time. We'll talk later. Und so wie ich es verstanden habe, müssen wir halt eh nur eine Nacht drüber schlafen und dann passt das schon wieder. Was ich ganz kurz nochmal gucken möchte. Ich habe gegen Blutarmut. EMA-Erschöpfung habe ich noch, Bronchitis und Blutvergiftung. Ich meine, wenn wir schon mal dabei sind. Die stehen wieder am Fenster, ne? Okay, ey, warte mal. Kam ich hier raus, dass ich vielleicht mal am Fenster gucken kann, wenn die schon da stehen? Muss ich zwar eine Runde rumlaufen. Notfalls kann ich ja... Warum sehen die so stockig aus? Dass ich von hier aus irgendwas beobachten kann? Oder war das hier? How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing?
How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Ah, okay. Offenes Buch. Was? Komischer Text gerade, etwas verheimlicht. Ich weiß so gar nicht, wer da spricht. Okay, wir haben jetzt da weitere Informationen. Das heißt also, ich kann ihn, denke ich mal, heilen. Dann kann ich vielleicht ihm noch ein bisschen mehr entlocken. Also war meine Idee mit dem an dem Fenster ganz richtig gewesen. Aber ich werde wahrscheinlich noch mehr Medizin herstellen müssen, ne? So, Grüße. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right, then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reid. You can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. This hospital seems to be falling Okay. apart. Wir haben Schlüssel. Steht wenigstens noch da, wo ich den Schlüssel nutzen kann? Ich weiß gar nicht, wo müsste der sein, ne? Haus der Goswicks. Aber wo? Sehe ich das vielleicht auf der Karte? Wo das Haus der Goswicks ist? Ist ja doch, hier sind zwei Unterschlüpfe, aber... Oder sag, wo ist denn der jetzt hier? Das war der hier, ne? Er holt sich. I'm willing to give you the benefit of the doubt. Hallo? Ach nee, jetzt springt der Controller wieder rum. Okay, dann gehen wir erstmal hoch zu Dings. Oder warte mal, wir haben ja hier noch einen unbekannten Arzt. Ne, zwei unbekannte. Nee, komm, dann gehen wir erstmal hoch und dann quatschen wir mit denen. Der ist doch oben, oder? Ja, der ist oben. Weil ich würde schon gern den Brief lesen, beziehungsweise den Brief holen und ihm geben, aber ich weiß halt nicht, wo die Bude ist. Ja. Ist der hier? Nee. Hä? Wo war denn jetzt wieder die Bude von ihm? Ah, hier. Ach. Größer. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else?
Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. But the risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Okay, das ist jetzt ein Neues. Ich meine, wir wussten ja, wir haben ja unsere Schwester selber getötet. Aber mir scheint so ein bisschen, dass der Herr Swansea eher uns, ich sag mal so, nutzen möchte, um seine eigenen Ziele zu verfolgen, weil durch unser Blut und so, was regenerativ ist und bla, dass der halt damit, ja, Krankheiten heilen kann. Das Problem ist bloß, was passiert denn, wenn du das in einen, ich sag mal, einfachen Bürger reinpumpst. Deshalb habe ich dann noch eher die Sparte erwähnt, oder die Sparte gewählt, von wegen, dass das zu gefährlich ist. So. Ist das hier der unbekannte Arzt? Ja. Gut. Dich kennen wir noch nicht. Halt, warte. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reid. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reid. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reid. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. I'll give you some advice, but understand that nothing beats practical experience, which can be exhausting and solitary work. Of course, sir. And don't worry, I will never allow myself to be a burden, neither to you nor this hospital. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reid. But if you went personally to his shop,
What with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Goodbye, Dr. Strickland. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, wer dieser Doktor sein soll. Vielleicht haben wir auch mit dem noch gar nicht gesprochen. Doch, anscheinend haben wir das schon. Okay. Die Sache ist aber, weil wir ja neue Aufträge irgendwie gekriegt haben. Keine Ahnung, warum wir jetzt hier... Alter, dieser Controller. Mal wieder. Wo kann ich denn das eigentlich sehen? Also ich wundere, wenn das noch ein bisschen rumzuckt, das bin ich nicht. Das ist der Controller selber. Inventar, Sammelobjekte... Bürgermenü. Begibt sich zu verfolgen. Wer ist das hier? Warte mal. Viele Inhaltsstoffe zur Apotheke. Okay, würde ich auch gerne machen. Bitte den Garten im Hinterhof, wenn ich das überhaupt kann. Und das würde ich halt auch, also, ne? Wenn wir schon mal dabei sind. Begeht sich zum Mord übers Wohnung. Aber ist... Nee, das ist es nicht. Ah, okay. Okay, gut. Was ich aber trotzdem erstmal noch machen wollen würde... Ich wollte gerade sagen, wir haben hier noch einen Arzt, mit dem ich nicht gequatscht habe. Na toll, wie komme ich jetzt... Kam ich jetzt hier hinten raus? Weil dann würde ich ganz gerne erstmal mich um den kümmern. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Ja, machen wir aber erst später. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. Aber was hier zugestoßen ist, wissen wir ja eigentlich. Und das waren wir. Okay, Doktor, weiß ich nicht. Good evening. I'm Dr. Reid. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. An interesting point of view. And quite an exotic one, too.
Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reid. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Na, da bin ich ja mal gespannt. Aber, okay. Was kann ich denn hier? Lösung für 15. Eisennitrat, Codein. Das könnten wir einfach kaufen. Oder das könnten... Da geht aber einiges weg. Ich bin mir nicht so sicher. Verkaufen für 20. Aber die brauche ich ja, glaube ich, nicht, ne? Ach, Alter, diese Steuerung. Okay. Ciao, Alter. Danke fürs Gespräch. Wäre ja cool, wenn er was gehabt hätte, damit ich Schlösser knacken kann. Aber... 27 Meter oder 127? Ne, 127, ich wollte gerade sagen. Ich würde mich ganz gerne erstmal wirklich zu den Nebengeschichten begeben, bevor wir zum Grab unserer Schwester gehen, weil... Ich weiß nicht, ob wir da auf unsere Mutter vielleicht auch noch treffen werden. Maybe. Möglich wäre es ja. Oh, warte mal, war hier nicht... Wo sind die Flitzpiepe? Blutarmut. Genau. Dass wir ihm noch mal ein bisschen heilen. Grüße. Hey, Doc. Jo, grüß dich. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Hey, hab ich doch. I will see you later. I'll leave you for now, Mr. Cox.
Hatte ich nicht gegen... Warte mal. Oder habe ich das schon verbraucht? Gegen Erkältung? Bronchitis? Ach, Blutvergiftung. Ach, Blut am... Okay, dann müssen wir das später machen. Ich dachte, ich hätte davon noch eins, aber das habe ich, glaube ich, dem anderen aus Versehen gegeben. Wir hatten ja von jedem mindestens eins hergestellt, das weiß ich. Aber okay, dann muss das ein bisschen warten. Mortivers Wohnung, genau. Hä? Okay. Komme ich hier durch die Türe rein? Und neuer Unterschlupf. Sehr schön. Heißt also... Ja, toll. Vielleicht sollte ich das halt wirklich mal machen. Ich will bloß mal gucken, ob wir hier noch was anderes irgendwie mopsen können. Da ist nämlich noch ein Brief. Sammlerobjekt. So, der Schoß der Bestie ist furchtbar. Vampire erschaffen ihre verdorbenen Abkommen mit Blut. Wir alle wissen das. Manche von uns haben es sogar mit angesehen. Aber was geht dabei wirklich vor sich? Ist das die einzige Art, wie für Vampire sich zu vermehren? Schauen wir auf das, was wir bereits wissen. Wenn ein Vampir ein Abkommen erschaffen will, beißt er nicht, sondern gibt ihm etwas von seinem eigenen Blut. So. Die meisten Opfer sterben, wenn sie gebissen werden, aber manche überleben und werden selbst zu Blutsaugern. Dies geschieht nur, wenn sie sich auf die eine oder andere Weise an das Vampirblut anpassen. Es ist nicht der Biss des Raubtiers, sondern sein Blut, das das Opfer ansteckt, wenn es die Qualen der Verwandlung überlebt. Es scheint auch so, als könnten sich Vampire durch Geschlechtsverkehr fortpflanzen. Der Vampir paart sich und zeugt ein Kind. Geschlechtsverkehr zwischen Mensch und Vampir führen selten zu einer Befruchtung, aber manche haben es trotzdem versucht. Die Schwangerschaft dauerte bei Vampiren nur wenige Wochen lang und der Schmerz für die Mutter ist enorm. Wenn sie sterblich ist, wird sie die Entbindung nicht überleben. Das Vampirkind zerreißt Mutterleib und Gedärme bei der Geburt. Ist die Mutter Vampirin, überlebt sie wahrscheinlich die Geburt und erholt sich. Der neugeborene Vampir wächst schnell und ist schon nach ein paar Monaten erwachsen. Okay. Interesting. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber okay. So, ein paar Schillinge geklaut. Hier ist... It's locked. Ja, ich hoffe, ich krieg da mal irgendwo was von, aber ich werde nicht... Wo ist denn der? Der scheint irgendwo da unten zu sein. Level 10 geht aber noch, glaube ich. Hatten wir hier sonst noch irgendwas? Da geht's raus. Da geht's wieder runter. Okay, wir nehmen mal den Brief. Was steht denn drin? Wird wahrscheinlich jetzt mal ein Abschiedsbrief gewesen sein, ne? Meine liebe Mutter, wenn du diesen Brief findest, dann bin ich nicht mehr. Ich will, dass du weißt, dass ich nicht deinetwegen gehe. Ich verlasse diese Welt, weil das erdrückende Gewicht des Daseins in diesem Zeit zu viel für mich ist. Manchmal fühle ich mich, als wäre Baudelaires Vers als Echo meines eigenen Herzens geschrieben worden. Die Wolken niedrig und flach wie ein Deckel senken, sich auf den Geist, der erseufzt und der Leides macht. Den ganzen Himmel verhüllen sie und beschenken mit schwarzem Tage, der trauriger ist wie die Nacht. Es ist so wunderschön, wie es schmerzhaft ist, Mutter. Ich kann nicht noch länger leiden. Ich möchte nicht, dass du mich umzustimmen versuchst, denn es würde das Unvermeidbare nur rauszögern. Würde es dir gelingen, meinen ersten Versuch zu verhindern, ich würde es erneut machen. Liebe wohl, dein Sohn Mortimer. In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. Nee. Nee. Entscheidend, nee, den gebe ich Mortimer. Die Mutter ist sowieso ein bisschen, Ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch wenn er das schreibt, nicht wegen ihr, dass es trotzdem doch irgendwo ein bisschen wegen ihr ist. Nee, ich werd's ihm direkt geben. Oh, hier haben wir noch eine Mülltonne übersehen. Das geht ja wohl gar nicht. War hier nicht gerade ein Kopf? Also, ja, ich weiß theoretisch, wo der wohnt, wollte ich gerade sagen. Wo der liegt, da ist er. Nee, ich werd's Dings geben, ne? Ich werd's ihm direkt geben. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. I have retrieved your letter, Mr. Goswick. I can assure you that nobody read it but me. Thank you. This is for you, then. For your help. And for your silence. I think you should talk to your mother.
It would be good for both of you. Thank you, Dr. Reid. I'll think about it. Now please, let me be. I've read your letter, Mortimer. You wrote about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you. Tell me more about it. There's nothing more to say, really. It's hurtful, it's unbearable, and I don't ask anyone to understand what I feel. The world is bleak, but maybe the pain we feel is the best compass for making it a better place. How can we repair the world, Dr. Reid, when mankind is the biggest problem? Yes, the world will be a much better place when we're gone. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help.